Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Our friends all over the world. Unsere Freunde überall auf der Welt. Let us continue with Philippians chapter 3 and verse 1 in the Passion. Lasst uns mit Philipper Kapitel 3, Vers 1 in der Passion weitermachen. Here the Apostel Paul says, My beloved ones, don't ever limit your joy or fail to rejoice in the wonderful experience of knowing our Lord Jesus. Hier sagt der Apostel Paulus, Meine Geliebten, begrenzt niemals eure Freude oder versäumt es, euch an der wunderbaren Erfahrung zu erfreuen, unseren Herrn Jesus zu kennen. I really like it how he addresses them. Ich mag es wirklich, wie Paulus sie anspricht. You know, the more you study the life of Paul, the more you realize he never put himself superior. Je mehr du das Leben von Paulus studierst, desto mehr merkst du, dass er sich niemals höher gestellt hat als andere. He didn't consider these people under him, but he considered them on his side. Er sah diese Leute nicht als unter sich stehend, sondern an seiner Seite. The Passion says, my beloved ones. In the original Greek actually says, my brothers, people who are close to heart. Die Passion sagt, meine Geliebten. Im Griechischen steht, meine Brüder, also Menschen nah an seinem Herzen. So because Paul lived like this, obviously Paul carried this authority to speak into their lives. Weil Paulus auf diese Weise lebte, hatte er offensichtlich auch Autorität, in ihre Leben zu sprechen. You know, in my Christian ministry, Während meines christlichen Dienstes I've seen something that I personally do not like. habe ich etwas gesehen, das ich persönlich nicht mag. And this is that in many places, leaders enforce their authority through their position. Es ist, dass vielerorts Leiter ihre Position benutzen, um ihre Autorität durchzusetzen. Listen to me. Hört zu. If I am a Christian leader Wenn ich ein christlicher Leiter bin and I have to use my position, which I'm not even supposed to have, und ich muss meine Position benutzen, die ich nicht einmal haben sollte, because Jesus is the only position in the church. weil Jesus die einzige Position in der Gemeinde ist. But if I have to use my position to have authority over the people that I'm leading, Aber wenn ich meine Position nutzen muss, um Autorität über die Menschen zu haben, die ich leite, then I don't have authority. dann habe ich keine Autorität. Let me explain something to you about how authority works. Lass mich dir erklären, wie Autorität funktioniert. When you work with people, Wenn du mit Menschen arbeitest, it's not the most important thing that God gives you authority, dann ist das Wichtigste nicht, dass Gott dir Autorität gibt, but that people give you authority. sondern dass die Menschen dir Autorität geben. Because God will never violate the free will of anyone. Denn Gott wird niemals den freien Willen einer Person übergehen. So think with me. Überleg mit mir. If God gives me authority to be a leader, Wenn Gott mir Autorität als Leiter gibt, that does not mean that I have authority over people, heißt es nicht, dass ich Autorität über Menschen habe, even though God gave it to me. obwohl Gott sie mir gegeben hat. Reinhard, what do you mean? If God gave it to me, I have it. Reinhard, was meinst du? Wenn Gott sie mir gegeben hat, habe ich sie doch. Not necessarily. Nicht unbedingt. If people do not give you authority over their lives, you don't have it. Wenn Menschen dir keine Autorität über ihr Leben geben, dann hast du auch keine. It doesn't matter what God did. Egal, was Gott gemacht hat. God does not violate the free will of people. Gott missachtet nicht den freien Willen von Menschen. So for every leader, the important thing is that people give them authority. Es ist also für jeden Leiter wichtig, dass die Menschen ihm Autorität geben. Now, I influence a lot of people in many nations of the world. Ich habe Einfluss auf zahlreiche Menschen weltweit. I have a lot of people who work for us. Ich habe viele Mitarbeiter. And look, people give me authority. Und schau, Menschen geben mir Autorität. And this is something that has shocked me many times. Das hat mich schon oft schockiert It put kind of a holy fear of God in me. und mir eine Art heilige Gottesfurcht gegeben. Because I understand people are the most important thing to God. Denn ich verstehe, dass Menschen für Gott das Wichtigste sind. So if people give me authority to speak into their lives and to influence their lives, Wenn Menschen mir also Autorität geben, in ihr Leben zu sprechen und es zu beeinflussen, and if I abuse this authority, I have to give account to the owner of their lives, which is Jesus. wenn ich dann diese Autorität missbrauche, muss ich dem Eigentümer dieser Leben, nämlich Jesus, Rechenschaft geben. So this is something that scares me. Das ist beängstigend. So I always handle my authority very, very carefully. Deshalb gehe ich sehr sorgsam mit meiner Autorität um. I always make sure that I live much more than I preach so that people will give me authority. Ich sorge immer dafür, dass ich viel mehr lebe als predige, damit Menschen mir Autorität geben. See, the reason why Paul had such an authority over the people Der Grund, warum Paulus solch eine Autorität über die
Menschen hatte, it was not because God gave him that authority. war nicht, weil Gott ihm diese Autorität gegeben hatte. It was, of course, God gave him the authority. Natürlich gab Gott ihm die Autorität. But how does it work out in the practical life? Aber wie sah das im praktischen Leben aus? People gave him that authority to speak into their lives Menschen gaben ihm Autorität, in ihr Leben zu sprechen, because of the way he lived his life. aufgrund dessen, wie er sein Leben führte. So I've always had this attitude. Ich hatte also immer die Haltung, I don't want to enforce my authority over nobody. dass ich meine Autorität niemandem aufzwingen möchte. Of course, when you have children who are minors, that's a different story. Wenn du minderjährige Kinder hast, ist das natürlich etwas anderes. Because the Bible doesn't say children have to submit to their parents, but they have to obey. Denn die Bibel sagt nicht, dass Kinder sich ihren Eltern unterordnen sollen, sondern sie sollen ihnen gehorchen. But you have to raise them, you're responsible. Aber du musst sie erziehen und bist verantwortlich. But think, Denk nach. if I would have to enforce my authority as a husband over my wife, the truth is I don't have authority. Wenn ich als Ehemann meine Autorität über meine Frau entzwingen müsste, dann habe ich in Wirklichkeit keine Autorität. I might have authority from God as the head of the house, Ich mag von Gott her Autorität als Haupt meines Hauses haben, but if my wife doesn't give it to me, aber wenn meine Frau sie mir nicht gibt, I don't have it. dann habe ich keine. So once we understand this, Sobald wir das verstehen, we will take Paul as a model for us how to live life. werden wir Paulus als Vorbild für unser Leben nehmen. Do you know what I've learned? Weißt du, was ich gelernt habe? If you are willing to lay your life down for the people that you lead, Wenn du bereit bist, dein Leben für die Menschen niederzulegen, die du leitest, if you make yourself the greatest of all the servants, wenn du dich zum größten Diener von allen machst, if you live to serve them and to push them bigger in God, wenn du dafür lebst, ihnen zu dienen und sie näher zu Gott zu bringen, people will gladly give you authority to speak into their lives. dann werden die Menschen dir gern Autorität geben, in ihr Leben zu sprechen. And this is the way that Paul modeled us to live as leaders. So hat Paulus es uns vorgelebt, als Leiter zu leben. My beloved ones, Meine Geliebten, my dear brethren. meine lieben Brüder. The whole life of Paul showed how much he cared for people. Paulus' ganzes Leben zeigt, wie sehr Menschen ihm am Herzen lagen. So, are you a person that is in leadership? Bist du jemand, der in Leiterschaft ist? Model love. Dann lebe Liebe vor. Model servanthood. Lebe Dienerschaft vor. Show them how you're willing to lay down your life for their good. Zeig ihnen, dass du bereit bist, dein Leben für ihr Wohl niederzulegen. And you will never have to apply any of those Bible verses that we don't understand. Submit to your leader. Dann musst du niemals einen der Bibelverse anwenden, die wir nicht verstehen, wie gehorche deinem Leiter. If people do not give you authority to speak into their lives, don't try to force them. Wenn Menschen dir keine Autorität geben, in ihr Leben zu sprechen, dann versuche nicht, sie zu zwingen. Ask yourself, what do you model? Frage dich selbst, was du vorlebst. And if you are a person that influences people, Wenn du jemand bist, der Menschen beeinflusst, just any kind of person, egal welche Menschen, model it first before you preach it. dann lebe es erst vor, bevor du es predigst. Call everyone an equal, a beloved one. Bezeichne alle als gleichwertig und als Geliebte. That's how the church will know that we're true disciples. How the world will know that we're true disciples. So wird die Welt erkennen, dass wir wahre Jünger sind. See you tomorrow. Bis morgen.